Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten, willkommen. Wenn wir über gesundes Altern im Zusammenhang mit Ernährung sprechen, landen wir am Ende erstaunlich oft bei den gleichen Getränken. Dabei gibt es Kandidaten, die hierzulande nahezu unbekannt sind, obwohl ihr Nährstoffprofil geradezu zwingend einen genaueren Blick verdient, wie meine gründlichen Recherchen bereits vor einigen Jahren ergaben. Je tiefer ich erneut in die wissenschaftliche Literatur eingestiegen bin, desto interessanter wurde es. Was sich genau hinter jenem Zaubertrank verbirgt, schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an. Die Spur führt ins Amazonasgebiet Ecuadors. Im dortigen Dschungel ist ein immergrüner Baum aus der Familie der Stechpalmgewächse beheimatet, dessen leuchtende und saftige Blätter frisch oder getrocknet seit langer Zeit als beliebter Aufguss verwendet werden. Botanisch heißt er Ilex guayusa, kurz Guayusa. Mit klassischem Grüntee hat er botanisch übrigens wenig gemeinsam. Die gewöhnliche Teepflanze heißt Camellia sinensis. Deutlich näher verwandt ist Guayusa mit der Matepflanze, die vielen geläufiger sein dürfte. In der Fachliteratur wird der Aufguss als mild, aromatisch und leicht süßlich beschrieben. Für seine anregende Wirkung sorgt hauptsächlich der relativ hohe Koffeingehalt. Koffein ist allerdings nur der Anfang eines erstaunlich vielfältigen Pflanzenstoffprofils. Beginnen wir mit den anregenden Alkaloiden. Koffein dominiert, daneben enthält Guayusa kleinere Mengen Theobromin und Spuren von Theophylline. Die enthaltenen Polyphenole rücken dagegen in unserem Longevity-Kontext ins Rampenlicht. Zu ihren Hauptvertretern zählen Chlorogensäuren, ergänzt durch Flavonoide wie Catechin, Epigallocatechin, Quercetin und Camphorol. Wer sich dieses Fachchinesisch als Neuling sofort einprägen kann, sollte von mir anschließend eigentlich eine Urkunde in Pflanzenchemie erhalten. Der eigentliche Wert der glänzenden Blätter liegt neben den beachtlichen Pflanzenstoffmengen auch in ihrer Vielfalt. Denn Guayusa enthält zusätzlich mehrere Carotinoide, darunter Lutein, Alpha- und Beta-Carotin, Violaxanthin und Neoxanthin. Ein ecuadorianischer Review aus dem letzten Jahr beschreibt außerdem eine hohe antioxidative Kapazität im Labor und bringt sie mit den Polyphenol- und Carotinoidgehalt in Verbindung. Und damit verlassen wir die zungenbrecherische Pflanzenchemie auch schon und schauen uns an, was die Humanforschung zu diesen Stoffgruppen herausgefunden hat. Den Auftakt macht die Chlorogensäure. Eine chinesische Meta-Analyse aus 2024 untersuchte die mehrwöchige Einnahme von 13,5 bis 1200 Milligramm Chlorogensäure täglich, auch anhand flüssiger Kaffeeextrakte. Dabei stellte sie messbare Verbesserungen von etwa 1 bis 9% bei LDL und Gesamtcholesterin sowie Triglyceriden fest. Bei der Nüchtern-Glucose fiel der Effekt ab rund 200 Milligramm täglich mit 10 bis 40% sogar moderat aus. Diese Größenordnung kann Guayusa grundsätzlich liefern. Wie viel davon in der Tasse landet, hängt vor allem von Blattmenge, Wassertemperatur und Ziehzeit ab. Noch direkter wird es bei Guayusa selbst. In 2 US-amerikanischen randomisierten Humanstudien aus 2023 und 2024 wurde den Teilnehmern standardisierter Guayusa-Blattextrakt in Kapseln mit 600 bis 1200 Milligramm verabreicht. In mehreren objektiven Tests ergaben sich messbare Steigerungen von etwa 1 bis 9%, unter anderem beim Arbeitsgedächtnis, bei der Reaktionsgeschwindigkeit und bei der Handlungsschnelligkeit. Die charakteristischen Inhaltsstoffe der Kapseln wurden auch in wässrigen Guayusa-Auszügen nachgewiesen.
Eine große britische Beobachtungsstudie aus 2025 mit rund 125.000 Erwachsenen assoziierte bei vergleichbarer Gesamtzufuhr an Flavonoiden die höchste Flavonoidvielfalt mit einer 14% niedrigeren Gesamtsterblichkeit, einem 10% niedrigeren Herz-Kreislauf-Risiko und einem 20% niedrigeren Typ-2-Diabetes-Risiko. Guayusa enthält, wie wir gelernt haben, gleich mehrere Vertreter dieser Stoffgruppe. Noch mehr Studiendetails erspare ich euch heute, denn Teilnehmerzahlen und Konfidenzintervalle sind hervorragend geeignet, um ein wissenschaftliches Paper zu füllen. Bei YouTube wirken sie dagegen wie Selbstgespräche eines Mathematik-Nerds. Zur Einordnung lohnt sich ein kurzer Blick auf die beiden wesentlich bekannteren pflanzlichen Gesundheitsgetränke, Matcha und Kaffee. Matcha wird phytochemisch vor allem von Katechinen wie EG, CG sowie L-Theanin und Koffein geprägt. Bei Kaffee stehen Chlorogensäuren, Koffein und Trigonellin im Vordergrund. Guayusa setzt wiederum auf Chlorogensäuren, Koffein und verschiedene Flavonoide. Einen seriösen Sieger kann man daraus kaum küren. Dafür unterscheiden sich Ausgangsmaterial, Zubereitung und Extraktionsbedingungen in den Studien zu stark. Geschmacklich könnte der Abstand dagegen kaum größer sein. Kaffee bringt sein charakteristisches Röstaroma mit, Matcha seine grasig herbe Note, für manche ungefähr so, als hätte jemand frisch gemähtes Gras zu einem Smoothie püriert. Guayusa wird dagegen als mild, aromatisch und leicht süßlich beschrieben. Ich persönlich empfinde ihn als leicht fruchtig. Wer also ein koffeinhaltiges, pflanzenstoffreiches Getränk sucht, aber weder Kaffee noch Matcha-Geschmack wirklich mag, bekommt mit Guayusa eine geschmacklich völlig andere Alternative mit einem ähnlich vielseitigen gesundheitlichen Potenzial. Welche Zubereitungsart ist für Guayusa nun ideal? Eine kolumbianische Vergleichsstudie aus diesem Jahr bestätigt die French Press als sehr effiziente Methode zur Extraktion bioaktiver Pflanzenstoffe aus Guayusa. Als sinnvoller Kompromiss zwischen guter Extraktion und möglichst schonender Zubereitung bieten sich etwa 70 bis 80 Grad an. Einfach 5 Gramm losen Guayusa-Tee mit rund 200 Milliliter heißem Wasser übergießen, etwa 15 Minuten ziehen lassen und anschließend den Stempel langsam nach unten drücken. Fassen wir zusammen, meine Lieben. Ist Guayusa also das gesündeste Getränk der Welt? Seriös beantworten lässt sich diese Frage kaum. Dafür müsste man zunächst festlegen, welche potenten pflanzlichen Getränke überhaupt in den Vergleich gehören, sie unter identischen Laborbedingungen analysieren und anschließend in vergleichbaren Humanstudien gegeneinander testen. Ein praktisch kaum realisierbarer Maßstab. Die vorhandene Forschung liefert zumindest erste ernstzunehmende Hinweise. Guayusa besitzt ein bemerkenswert breites bioaktives Pflanzenstoffprofil. Zu bedeutsamen Inhaltsstoffen und zu Guayusa selbst liegen Humanbefunde vor. Von klassischen Stoffwechselwerten bis zu kognitiven Funktionen und langfristigen Gesundheitsrisiken. Zudem ist der Aufguss praktisch kalorien- und zuckerfrei. Die Weltmeisterkrone lässt sich damit wissenschaftlich nicht vergeben. Einen Platz in der ersten Liga gesundheitsfördernder Pflanzengetränke kann Guayusa dagegen sehr wohl beanspruchen. Und für mich kommt noch ein ziemlich banaler, aber nicht ganz unwichtiger Vorteil dazu. Guayusa schmeckt mir, wie man sehen kann, tatsächlich. Denn auch das eindrucksvollste Nährstoffprofil nützt im Alltag wenig, wenn das Getränk nach dem ersten Schluck für die nächsten 3 Jahre im hintersten Küchenschrank verschwindet. Wieso ich dieses Video erstellt habe und du es dir anschaust,
liegt vermutlich auch an unserer vergleichbaren Lebenseinstellung, die uns verbindet. Mich würde interessieren, hast du Guayusa schon einmal probiert oder hörst du heute zum ersten Mal davon? Schreib es mir gerne unter das Video. Wenn dir gefällt, was du gehört und gesehen hast, dann folge mir gerne, auch als Dankeschön für meinen kostenlosen Content. Herzlichen Dank fürs entgegengebrachte Vertrauen und Interesse. In diesem Sinne, let's get younger, not older, and have a nice day.